Hi, heute würde ich ganz gerne ein ganz wichtiges aktuelles Thema aufgreifen, nämlich die Nutzerzentrierung in Datenrauminitiativen. Datenräume sind ja eine dezentrale Datenintegrationsarchitektur, die es erlauben, Daten zu teilen, sodass man sie gemeinsam nutzen kann und dass sie ihren Wert entfalten können und gleichzeitig Kontrolle zu wahren, Datensouveränität zu wahren über das, was mit den Daten passiert, wenn man sie teilt, weil Daten sind ein wertvolles Gut. Und bevor man sie teilt, möchte man natürlich sicher gehen, dass sie eben nicht missbraucht werden. Gleichzeitig muss der Vertrauensschutz gewährleistet sein zwischen allen Teilnehmern in Datenräumen. Und wir sind ja schon gemeinsam mit Partnern seit einigen Jahren dabei, viele von den Grundlagen zu legen, technischer Natur, wie solche Datenräume zu bauen sind und was man beachten muss, wenn man sie aufbaut, wie man auch Governance organisieren muss, sodass das eben für alle Beteiligten eine faire Angelegenheit ist. Und ich glaube, dass wir alle zusammen da eine ganze Menge erreicht haben. Also wir haben auf dieser Fokussierung auf Technologie und Standards und Spezifikationen, glaube ich, viel erreicht, sodass man jetzt eben auch sieht, dass diese Technologie konvergiert. Und das ist eben auch sehr schön zu sehen, vor allen Dingen auch tatsächlich einfach Angebote da sind, einen Datenraum als Dienst, Data Space as a Service, einfach am Markt zu kaufen. Also es gibt jetzt Firmen, die das tun, die das anbieten. Also um da einige zu nennen und auch nicht irgendwie exklusiv zu nennen, da gibt es haufenweise, aber einfach ein paar, die mir einfallen. Also man hat Amadeus, die bieten das an. Man hat Firmen wie die Deutsche Telekom, die in ihrem Data Innovation Hub beispielsweise Data Space as a Service anbieten. Es gibt Start-up-Firmen wie Sovety, die einzelne Komponenten, zum Beispiel den Connector oder auch den ganzen Datenraum als Dienst anbieten. Es gibt große Cloud-Service-Provider wie zum Beispiel Huawei, die auch Data Space as a Service als White-Label-Modell anbieten. SAP hat Datenraumkomponenten in die eigene Business Technology-Plattform integriert. Oder Firmen wie ZF bieten eben halt auch Data Space as a Service, Name ist glaube ich DOS, in Reminiszenz an die frühen Betriebssystementwicklungen, faktisch sozusagen, also Data Space Operating Systems halt an. Also da gibt es jetzt ein ganzes Array an Anbietern, die sagen, ja Mensch, wir haben jetzt die Technologie halt uns angeschaut, haben auch mitgeholfen, sie weiterzuentwickeln. Und das kann man jetzt faktisch kaufen. Also wenn ich jetzt jemand bin, der ein Projekt leitet, wo es darum geht, einen Datenraum aufzubauen in Branche A, B oder C, dann kann ich irgendwie mir den Markt anschauen und bei diesen Firmen anrufen und sagen, hey, pass auf, ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne ab morgen einen Datenraum. So, bitte stellen wir den hin. Das geht. Das ist also super. Das bringt mich aber dann auch zu dem Thema der heutigen Session, weil jetzt müssen wir uns sehr stark darauf konzentrieren, dass wir nicht mehr die Technologie in den Fokus setzen, sondern den Nutzer. Weil wir wollen ja letzten Endes halt die Daten tauschen, damit wir alle am besten besser dran sind, damit Unternehmen wettbewerbsfähiger werden, damit wir neue Innovationspotenziale erschließen können, damit wir Unternehmen resilienter machen und auch, sagen wir mal, nachhaltiger in ihren Geschäftsprozessen und damit wir als Gesellschaft einfach uns weiterentwickeln. Und deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass wir halt den Fokus auf die Nutzer von Datenräumen legen. Dabei müssen wir vor allen Dingen auch verstehen, dass Datenräume eben, ich hatte es ja eingangs gesagt, dezentrale Datenintegrationsarchitekturen sind, aber eben funktionieren wie klassische Plattformen. Und Plattformen sind normalerweise, das kennen wir aus dem Consumer-Bereich, mehrseitige Märkte, weil man ganz verschiedene Akteursgruppen zusammenbringt. Also wenn wir von Nutzergruppen bei Datenräumen reden, müssen wir tatsächlich dann eben auch verstehen, welche von diesen verschiedenen Marktseiten es hier eigentlich gibt. Da gibt es ganz viele, so würde man sagen, ein halbes Dutzend kann man da leicht aufzählen, aber ich will vielleicht zwei Nutzergruppen heute besonders herausstellen. Und zwar ist das einerseits, sind das Datengeber, also Unternehmen, die Daten haben und sagen, ja, pass auf, wenn ich die über den Datenraum in einer fairen Weise unter Wahrung von Datensouveränität teile, das ist gut, dann habe ich vielleicht was davon. Und auf der anderen Seite sind das eben Nutzer von Apps, die über Datenräume bereitgestellt werden. Und wenn wir mit der ersten Nutzergruppe anfangen, also zum Beispiel Datengeber, kann man sich vorstellen, naja, vielleicht ist das ein großer Automobilhersteller, der sagt, Mensch, wir haben ja eine große Flotte an Autos, über die wir verschiedenste Informationen sammeln, also
Zustände von Straßen oder Wetterbedingungen, letzten Endes auch über den Zustand der einzelnen Autos und so weiter. Und wenn ich jetzt den Consent, also die Zustimmung von den einzelnen Nutzern oder Besitzern dieser Autos habe, dann kann ich letzten Endes halt auch diese Daten ja auch für Zwecke verwerten, die uns alle dienen. Man könnte zum Beispiel sagen, naja, ich kann diese Daten bereitstellen für Verkehrsmanagementsysteme, sodass ich Verkehre besser lenken kann, oder ich kann sie auch bereitstellen an die Unternehmen, die letzten Endes sich um die Straßeninfrastruktur kümmern, weil ich eben einfach besser weiß, wo zum Beispiel halt Instandhaltungsbedarfe sind. Das kann man ja messen über letzten Endes die Achssensoren zum Beispiel. Und ich kann letzten Endes halt dann über so einen Datenraum sagen, Mensch, ich biete diese Daten an, und vielleicht gibt es ja jemanden, der halt diese Daten abnimmt, und dann habe ich ja was davon. Entweder kriege ich dafür Geld, dass ich diese Daten bereitstelle, das passiert ja auch, im Einzelhandel zum Beispiel wird das sehr stark gemacht, oder ich kriege eben Daten, die ich selber brauche, zurück, zum Beispiel einfach genauere Informationen über Verkehrsschildinformationen. Das scheint tatsächlich ein Thema zu sein, was von hohem Interesse ist für die Automobilhersteller, weil sie das wiederum in ihre eigenen Dienste in die Autos einbauen können, sodass man immer aktuellste Informationen darüber hat, welches Verkehrsschild jetzt sich wo befindet und was das tatsächlich dann auch aussagt. So, und wenn wir jetzt uns um Nutzerzentrierung kümmern, müssen wir eben schauen, welche User Journey einfach dann der Nutzer halt zu durchlaufen hat. Und wenn ich jetzt dieses Automobilunternehmen bin, dann habe ich eigentlich nur, muss man sagen, 7 einfache Schritte zu tun. Also ich muss mich beim Datenraum halt anmelden, das ist der erste Schritt, genauso wie ich das mache in einem App-Ökosystem von Apple, Google oder wem auch immer. Und dann kriege ich irgendwo eine digitale Identität, wenn ich den Anmeldeprozess durchlaufen habe, und dann bin ich halt sozusagen Teil dieses Ökosystems. Zweiter Schritt, ich muss meine Daten tatsächlich dann publizieren. Also ich muss sagen, guck mal, ich bin der und habe diese Daten und kann die in einem Katalog eines Datenraums eben publizieren. Zweiter Schritt. Dritter Schritt ist, dann gibt es eben jemanden, der sagt, hey cool, ich brauche diese Daten, ja zum Beispiel, weil ich besseres Verkehrsmanagement machen will, und schicke einen Request. Also ich kriege dann eine Anfrage als Datengeber von jemandem, der meine Daten unter den bestimmten Bedingungen nutzen will. Dritter Schritt. Ich muss vielleicht dann diese Bedingungen aushandeln, weil er sagt, Mensch, du hast angegeben, du kannst diese Daten nur bis zum Monatsende benutzen, aber ich würde die ganz gerne vielleicht irgendwie, keine Ahnung, für ein halbes Jahr lang oder so nutzen. Also handelt man diese Sachen aus. Das ist dann der vierte Schritt. Im 5. Schritt werden dann, wenn man das erfolgreich gemacht hat, die Daten übertragen unter Wahrung dieser Nutzungsbedingungen. Und im 6. Schritt kann ich eben nachverfolgen, was auch mit diesen Daten passiert. Das haben wir in früheren Sitzungen schon ein bisschen diskutiert, dass man eben halt die Datenflüsse dann eben halt auch nachverfolgen kann. Ja, und der 7. Schritt ist dann einfach, dass ich sagen kann, ja, ich kriege eben halt was dafür, dass ich diese Daten teile, entweder eben andere Daten, dass ich eben vielleicht auch ausgehandelt habe mit dem Datenempfänger, oder letzten Endes einfach auch eine monetäre Kompensation. Also ich lasse mir einen Preis zahlen für diese Daten. Also es ist relativ easy und vor allen Dingen auch eigentlich nicht besonders anders als das, was man kennt aus einem ganz normalen App-Ökosystem, wie wir das alle als private Personen halt nutzen. So. Zweites Beispiel ist jetzt jemand, der einfach eine Business-App, eine App nutzt, die auf Basis der Daten eines Datenraums halt bereitgestellt wird. Und wir sehen in Datenräumen häufig sogenannte Marktplätze oder teilweise wirklich auch App-Stores genannt, wo man sich dann diese Apps runterladen kann, genauso wie wir das aus dem Consumer-Bereich kennen. Und jetzt stellen wir uns vor, dass die User-Story eine ist wie, naja, ich bin jetzt zum Beispiel irgendwo Bürger der Stadt Brüssel, und also ich wohne in Brüssel, und ich fahre halt ganz häufig mit meinem Elektrofahrzeug zu bestimmten Zielen, die ich immer wieder anfahre in Brüssel oder einfach häufig in die Innenstadt. Und dann möchte ich einfach ganz gerne eine App nutzen, die mir eine Mikronavigation erlaubt. Also wer sich mit Elektrofahrzeugen auskennt, weiß, dass es immer ganz nett ist, wenn man so in seinem Navi oder auch auf dem Handy dann irgendwie sieht, aha, da ist eine Ladestation. Aber manchmal ist es schon auch wichtig, dass man diese Mikronavigation hat. Also pass auf, fahr da in diesen Bereich, auf diesen Parkplatz, der ist geöffnet und so weiter. Und dann musst du noch irgendwie hinter den Supermarkt fahren, da ist dann die Station und all diese ganzen Dinge. Also wie gesagt, wer ein Elektrofahrzeug hat, der wird das kennen. Und das wäre eben sehr hilfreich, so eine App zu haben, ne, die genau diese Mikronavigation halt bereitstellt. Und wenn ich dann sozusagen der mobile Bürger sozusagen, der Fahrer eines E-Fahrzeugs in Brüssel bin, dann ist die User Story oder die User Journey vielmehr, also die Schritte, die ich machen muss als Nutzer eines Datenraums, total simpel. Das sind dann nämlich nur noch 3 Schritte. Ich muss also faktisch mich irgendwie registrieren, also so wie man das kennt, ne? So wie wir das auch als Privatperson machen. Dann muss ich halt die App runterladen und dann kann ich sie nutzen.
Das ist alles. Und ich kriege am Ende gar nicht mit, dass letzten Endes die Daten, die dafür gebraucht werden, über einen zum Beispiel Mobilitätsdatenraum bereitgestellt werden, weil das sozusagen unter der Motorhaube liegt. Und ich glaube, wir sollten alle zusammen schauen, dass wir diese Nutzerzentrierung, diese User Stories und User Journeys sehr stark in den Vordergrund rücken, weil das letzten Endes ja das ist, weswegen wir uns mit Datenräumen beschäftigen. Vielleicht letzte Bemerkung, das kennen wir auch, ich hatte vorhin schon gesagt, Plattformökonomie ist letzten Endes halt auch ein Stück weit die theoretische Grundlage, wieso letzten Endes halt dann auch sich die Nutzung von Datenräumen entwickelt. Aus meiner Sicht, ist auch sehr zu diskutieren vielleicht, aber ich bin der Ansicht, dass wir, wenn wir auch in Analogie das schauen zu Consumer-Plattformen, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir die Angebotsseite in Datenräumen stärken. Und die Angebotsseite bezieht sich einerseits auf Teilnehmer, also wir müssen einfach mehr Nutzer in die Datenräume hineinbekommen. Zweitens auf Dienste oder Apps. Also es muss einfach in so einem App Store oder Marktplatz muss da einfach ein großes Angebot sein. Hey, cool, was es da alles gibt, so an Daten und an Mikronavigations-Apps und was auch immer. Und dritter Punkt, ich muss eben halt das Datenangebot tatsächlich eben halt fördern. Also muss es jetzt unser Ziel sein, wo wir eben sehen, wie gesagt, die Technologie konvergiert, kann man kaufen, Datenräume ergeben sich, einige sind schon seit einiger Zeit live, dass wir eben Fokus drauf setzen, tatsächlich im Sinne der User, der Nutzer, die Angebotsseite zu stärken. Und dann müssen wir eben schauen, dass wir auch wirklich easy to use, mit wenig Eintrittsbarrieren, eine Nutzererfahrung aufbauen, die eben halt die User Journey so einfach wie möglich macht. Idealerweise so einfach, wie wir das gewohnt sind aus den Consumer App Ökosystemen.